Hallo ihr Lieben, ich bin Olivia. Heute möchte ich über hausgemachte Hundeleckereien sprechen. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich angefangen, Hundefutter selber zu machen. Und etwas später habe ich auch Hundeleckerlis zu Hause gemacht. Tobi, was hat Mama hier? Einer meiner Hunde, Cookie, hat einen sehr empfindlichen Darm, deshalb habe ich darüber nachgedacht, wie ich ihre allgemeine Ernährung verbessern könnte. Und eines der Dinge, die ich angefangen habe, ist Leckereien zu machen. Wenn ihr selbst zu Hause kocht oder Leckereien zubereitet, wisst ihr, wie ihr gemacht habt, oder? Noch eins? Ihr habt alles sauber gewaschen, jede Oberfläche abgewischt, versucht frische und gute Zutaten zu finden. Ja. Und es gibt keine künstlichen Zutaten oder Konservierungsstoffe. Und der ganze Prozess ist sehr einfach. Ihr müsst nur die Zutaten schneiden, in den Trockner oder Ofen geben und dort mehrere Stunden stehen lassen. Je nachdem, wie groß die Charge ist, die ich gemacht habe, reicht es etwa für 3 Tage bis eine Woche. Schauen wir uns also an, wie man Leckereien zu Hause macht. Normalerweise benutze ich den Trockner, weil ich die Leckereien nicht kochen, sondern bei niedriger Temperatur trocknen möchte. Die Maschine, die ich benutze, ist diese. Das ist kein gesponsertes Video, aber ich fand diese Maschine einfach cool und schön zu benutzen. Ich habe es online gefunden und die Bewertungen waren gut und ich bin damit zufrieden. Es ist leicht zu reinigen, du kannst die Ablagen in der Spülmaschine waschen, nimmt wenig Platz ein und man kann es auch wegstellen, wenn man es nicht benutzt. Ich werde einen Link zu diesem Trockner setzen, falls jemand interessiert ist. Es macht ein brummendes Geräusch, wenn es läuft. Also ich lasse die Maschine im Abstellraum oder Schlafzimmer laufen, damit uns das Brummen nicht stört. Hier schneide ich Rindfleisch. Ich verwende meistens Rind oder Lachs. Ich verwende kein Huhn oder Butter, da Cookie allergisch gegen Geflügel ist. Unsere Hunde sind nicht sehr groß, also schneide ich die Leckereien in kleine Portionen. Nachdem ich das Rindfleisch geschnitten habe, lege ich es auf den Grill. Da das Fleisch durch die Lücken zwischen den Grillstäben fallen kann, lege ich zuerst Backpapier auf dem Rost und lege das Fleisch darauf. Ich habe vor kurzem angefangen, Lachs für Hundeleckereien zu verwenden. Die Art und Weise, wie man ihn zubereitet, ist die gleiche wie beim Rindfleisch. Ich fand, dass Lachsleckereien ein wenig flockig oder pudrig werden, aber sie brechen nicht vollständig auseinander, also ist es kein großes Problem. Und meine Hunde lieben es. Für dieses Video habe ich auch versucht, den Ofen zu benutzen. Ich habe es auf die niedrigste Temperatur, 50 Grad Celsius, eingestellt und es 4 Stunden lang laufen lassen. Ich habe den Lachs jede Stunde überprüft, da ich keine Ahnung hatte, wie lange es dauern würde. Aber natürlich wird man nach ein paar Versuchen schnell merken, wie lange es mit dem Ofen dauert. Denn jeder Ofen ist anders und nicht so oft nachschauen muss. Ich benutze immer noch lieber den Trockner, weil er keinen Platz wegnimmt, ich den wegstellen kann und mein Ofen oder meine Küche immer noch frei sind und für andere Dinge verwendet werden können. Aber wenn ihr eure Küche nicht mit einem weiteren Produkt überladen und den Ofen verwenden möchtet, den ihr bereits habt, funktioniert es einwandfrei. Ich war gespannt auf das Ergebnis und es war das gleiche wie beim Trockner. Und die Hunde liebten die Leckereien. Ich bin es gewohnt, Leckereien mit Fleisch zuzubereiten, aber ich dachte, meine Hunde würden genug Eiweiß zu sich nehmen. Also mache ich manchmal Kartoffelchips. Es ist ziemlich einfach. Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden, mit einem Pinsel etwas Öl auftragen, sonst verbrennen sie, und auf das Blech legen. Ich koche sie für 20 Minuten bei 180 Grad Celsius.
Und voilà! Hier gibt es knusprige Chips, die ihr auch selbst genießen könnt. Hallo ihr Lieben, ich bin Olivia. Hallo ihr Lieben, ich bin Olivia. Heute möchte ich euch... Hallo ihr Lieben, ich bin Olivia. Heute möchte ich über hausgemachte Hundeleckereien sprechen. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich angefangen, Hundefutter zu Hause zu machen. Und etwas später habe ich auch Hundeleckerlis zu Hause gemacht. Hallo ihr Lieben, ich bin Olivia. Heute möchte ich über hausgemachte Hundeleckereien sprechen. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich angefangen, Hundefutter zu Hause gemacht. Hallo ihr Lieben, ich bin Olivia. Heute möchte ich über hausgemachte Hundeleckereien sprechen. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich angefangen, Hundeleckerlis zu Hause. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich angefangen, Hundefutter zu Hause zu machen. Und etwas später habe ich auch Hundeleckerlis zu Hause. Hey. Hallo ihr Lieben,